Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich hier rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Dieses Mal gibt es wieder ein Bauvideo rund um meine Bürobahn in Spur N. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, das letzte Bauvideo handelte ja vom Unterbau. Da hatte ich ja beim letzten Mal das Untergestell verkleidet und der Büroumgebung angepasst, ein bisschen Beleuchtung eingebaut. So, und jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt geht es an die Segmente, die halt oben drauf kommen, wo sich dann später auch die Moba drin befinden wird. Die Segmente sind unterteilt in sogenannte Basissegmente und Aufsatzsegmente. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch schon wieder genug erzählt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. So, wie ihr sehen könnt, das Holz ist da. Und was ist es geworden? Ich habe mir natürlich auch das Schneiden von MDF-Bäumen vom Sibi angeschaut und auch, sag ich mal, naja, ich nenne es jetzt mal den recht müßigen oder mäßigen Erfolg vom Uwe, der ja dann an dem, ich glaube, Dachlattenbaum dran war, der doch ein ganzes Stück Sägespäne geerntet hat. Habe ich gesagt, naja, lernst du halt von den beiden. Habe noch ein bisschen recherchiert und ich habe mich halt für diese gemeingefährliche, schnell wachsende Multiplex-Birke entschieden. Und das Besondere daran ist, dass die Bauteile, die hier liegen, die wurden nur abgeerntet. Und das funktioniert ganz einfach. Es ist ähnlich so wie beim Birnenschnaps von einer ganz bestimmten Sorte, wo halt der Trieb der Birne in eine Flasche reinwächst, heranreift, geerntet wird und dann anschließend mit Alkohol versehen zum Gären gebracht wird. So ähnlich funktioniert das hier auch, nur wachsen diese Bauteile jetzt nicht in Flaschen ran, sondern in vorkonfektionierten Metallrahmen. Da geht man nämlich hin und sagt, ich brauche die und die Maße, dann werden diese Rahmen schon angefertigt und an den Baum gehangen. Leere Rahmen werden an den Baum gehangen, die Triebe werden umgelenkt und dadurch, dass es halt eine gemeingefährliche, schnell wachsende Multiplex-Birke ist, wird dieser Raum ausgefüllt und die Elemente können schlichtweg einfach abgeerntet werden, der Rahmen wird abgenommen und schon habe ich hier die fertigen Segmente. Ich fand das eine tolle Lösung und darum habe ich mich halt hier für diese Lösung auch entschieden. Einziges Manko ist, es dauert etwa 2 bis 3 Monate, aber hey, wir haben jetzt während der Pandemie so viel Zeit gehabt, da kommt das auf die 2, 3 Monate auch nicht an. Gut Leute, Spaß beiseite. Ich fand die Idee von den beiden klasse. Ich wollte jetzt einfach auf denselben Zug mit aufspringen. Das war so was wie ein hingelegter Elfmeter. Das musste ich einfach verwandeln. Also, seht es mir nach. Was hier jetzt liegt, das ist 15 mm Multiplex Birke. Ich habe mich ganz bewusst jetzt für Weichholz Multiplex entschieden. Das hat was mit Gewicht zu tun, weil ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Es wird ja noch aufgebaut werden. Aber da soll man sich nicht dran vertun. Auch 15 mm Multiplex Birke hat ihr Gewicht. Die Segmente sollen ja später noch ein Stück weit transportabel sein. Und das war der Grund, warum es jetzt die Leichtholz- oder Weichholz-Variante wurde. Multiplex aus dem Grund, weil man Multiplex nachsagt, besonders formstabil zu sein und auch relativ temperaturunempfindlich zu sein. Dieses Büro kriegt durchaus noch Sommer und Winter mit und ich verspreche mir halt davon, dass es nicht allzu viel Materialbewegung hier geben wird. Die Elemente habe ich mir zusägen lassen, wieder bei meinem Holzhändler meines Vertrauens und wie im Anlagenkonzept schon beschrieben, werde ich jetzt 4 Segmente aufbauen, jeweils für jede Seite ein Grundsegment oder ein Basissegment und obendrauf kommt dann nochmal, ich nenne es mal ein Aufbausegment. Beginnen werde ich mit dem aufbauenden Segmenten, also die von oben ankommen. Ich weiß, man fängt eigentlich mit dem Fundament an, bevor man das Dach errichtet, aber ihr habt auch aus den anderen Filmen gesehen, dass ich platztechnisch nicht so üppig bestückt bin. Ich habe keine riesen Werkbank, wo ich hätte arbeiten können und im Keller habe ich euch ja auch schon mitgenommen. Das ist halt wie es ist. Deshalb nutze ich jetzt diese abgelegten Grundplatten erstmal als
Werkbank oder Arbeitstisch und fange dann an, mich von oben nach unten runterzubauen, das Material wegzubauen. Und wenn die Oberteile fertig sind, dann kann ich die schon mal auf Seite legen und so habe ich dann nachher Platz, den Rest zu machen. Das ist der einzige Grund, warum ich von oben nach unten baue. Gut, die Oberteile, die werden miteinander verschachtelt werden. Das mache ich, indem ich jetzt hier die einzelnen Elemente erstmal mit Nuten versehen werde. Das heißt, ich werde also Stücke raussägen und dazu benutze ich erstmal eine ganz normale Japansäge. Dann schlage ich vor, habe ich jetzt wieder viel zu viel gequatscht, glaube ich. Also nehme ich euch jetzt erstmal mit und dann fangen wir mal an. Viel Spaß beim Zuschauen. Beginnen will ich jetzt erstmal damit, dass ich mir die Positionen der einzelnen Nuten jetzt erstmal hier auf die Rahmenteile übertragen werde, ja, und die dann ausmessen. So, was mache ich jetzt als erstes? Zunächst trenne ich diesen Steg hier durch und das mache ich mit einem Oszillator. Ja, als nächstes wird geschaut, ob die Nut passt. Wenn nicht, dann wird sie noch ein wenig mit der Feile oder mit der Raspel nachgearbeitet. Immer wieder geguckt, ob es passt, und wenn es dann passt, dann kommt das nächste. Ja, passt. Ja, das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Das ist zumindest schon mal das Innenteil soweit fertig erstmal. Jetzt werde ich als nächstes den äußeren Rahmen erstmal bauen. Hier die Teile, die sind erst noch ganz locker dran gesetzt. Und wenn ich den äußeren Rahmen habe, dann setze ich das Inlet quasi jetzt dann ein. Und das machen wir jetzt erstmal. Und genau wie schon bei dem Rahmen werde ich auch sämtliche Querverstrebungen verleimen und verschrauben. Gut, dann wäre dann jetzt das erste Aufbausegment fertig. Damit wäre jetzt das Material für die beiden Aufbausegmente verbaut. Jetzt habe ich mehr Platz und jetzt kann ich mit den beiden unteren Basissegmenten weitermachen. Als allererstes beginne ich den Unterbau der Segmente damit, dass ich hier an der Stelle, wo die beiden Platten zusammenstoßen, erstmal einen sauberen Übergang schaffe. Dazu richte ich die Platten erstmal bündig an der Wand aus. Ja, hier kann man jetzt wunderschön erkennen, dass Holz eben lebendiges Material ist und ein Stück weit auch arbeitet. Und hier gibt es halt eine kleine Stufe jetzt. Die Platten liegen zwar bündig aneinander, aber es gibt halt einen Übergang. Und wenn ich die Platte jetzt beschwere, dann ist das hier ein Niveau. Und da werde ich die Platten jetzt ein wenig von der Seite führen müssen. Und das mache ich, indem ich aus der Möbelindustrie solche Tischplattenverbinder nutze. Also hier einen Stift und einen Dübel dementsprechend. Und die werden jetzt auf diese Seite, von der Seite werden die jetzt eingesetzt werden. Und dazu markiere ich mir jetzt als erstes mal die Stellen, an denen gebohrt werden soll. Damit ich jetzt die Löcher gerade hier reinbohre und es da keinen Verzug oder kein Verziehen gibt, arbeite ich mit hier so einer Bohrschablone. Die stelle ich mir jetzt erstmal auf den passenden Bohrer ein, auf die 8 mm und die Höhe eben auf die Mitte von der Blattstärke hier. Und dann kann ich die Schablone gut davor setzen und gerade an der Stelle meine Löcher bohren. Ja, ich habe die Platten jetzt ineinander geschoben und wie man sieht, habe ich jetzt hier einen schönen, sauberen, ebenen Übergang. Genau das, was ich erreichen wollte. Dann lasse ich jetzt den Holzleim austrocknen, denn damit habe ich ja die Dübel befestigt und dann mache ich morgen weiter.
Der Aufbau der Basissegmente folgt genauso wie die Aufbausegmente obendrauf. Hier gibt es halt fertig vorgeschnittene Einzelteile, die ich jetzt einfach erstmal zusammensetzen werde. Die werden verleimt, verschraubt, ja, und dann geht es halt weiter. Ja, und so schreitet der Bau jetzt langsam voran und als nächstes werde ich diese Leiste hier hinten, die wird hier oben drauf gesetzt. Hier, die geht einmal komplett rüber. Und damit die bündig hier vorne anliegt, werde ich die führen und das mache ich, indem ich rechts und links jetzt einfach zwei Hölzchen einspanne und dann die Leiste dazwischen mit Druck von oben. Dann wird die von oben verschraubt und dann passt die nachher bündig hier. Das ist ein Übergang. Ja, machen wir das mal. Ja, kurzen Zwischenstand, was wir jetzt haben. Also die 4 Segmente, die sind jetzt hier fertig. Hier kann man sehen, hier gibt es unten das Basissegment und das Aufbausegment, was hier drauf gesetzt wird. Das gleiche gibt es dann hier auf der Seite nochmal auch. Und hier in dieser Umschau kann man das nochmal sehr gut sehen. So, was gibt es denn jetzt als nächstes noch zu tun? Ja, zum einen müssen wir erstmal gucken, dass wir die beiden Elemente, die jetzt gerade hier nur so draufgelegt sind, passgenau übereinander liegen werden und dann auch genau in dieser Stellung verbleiben. Dazu werde ich dann Möbelverbinder hier wieder einsetzen. Das zeige ich euch gleich. Aber es gibt noch mehr zu tun. Nicht nur die Aufbausegmente sollen hier oben drauf fest sitzen und nicht mehr verrutschen. Sie sollen eigentlich auch arretiert werden und alle Segmente sollen fest miteinander verbunden werden. Das werde ich hier mit Spannverschlüssen machen bzw. mit Flügelmutterschrauben. Denn ich hatte ja gesagt, dass ich zum Auseinandernehmen der Segmente kein Werkzeug benutzen möchte. So, im nächsten Schritt geht es darum, die beiden Segmente auszurichten und anschließend dafür zu sorgen, dass sie dann ihre Position beibehalten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal aufeinander abstimmen, dann werde ich markieren und anschließend werde ich in den Seitenteilen wieder diese Möbelverbinder, diese Stifte hier nehmen. Von oben kommen die mit den Pinnen und von unten halt die Hülsen und damit halten die dann ihre Position bei. So, als erstes markiere ich mir jetzt erstmal die Stellen, wo die Stifte rein sollen. Hier an der Seite werden 4 Stück reinkommen und das machen wir jetzt als erstes mal. Gut, das sind ja jetzt die gleichen Hülsen hier, die ich bei den Bodenplatten verwendet habe. Und bei der Bodenplatte habe ich ja mit der Bohrschablone gearbeitet. Allerdings werde ich das jetzt nicht mehr machen, weil ein bisschen enttäuschend war es halt, dass die Bohrschablone, sag ich mal, quasi schon ihren Geist aufgegeben hat. Nach ganz fest kommt ganz lose, das ganze Ding ist aus Kunststoff. Nun habe ich hier oben die Orientierungsschraube festgedreht. Naja, was soll ich sagen, ich kann sie halt immer weiter drehen. Heißt, ich werde jetzt wieder nach der klassischen Variante arbeiten. Ich habe mir hier eine Bohrschablone angefertigt. Die lege ich jetzt genau hier drauf. Und dann werde ich dann, wie wir es sonst auch gemacht haben,
die Bohrschablone arretieren. Das mache ich halt mit den Schnellspannern hier und dann ganz normal von oben durchbohren. Das war's. Das funktioniert genauso. Die Bohrtiefe habe ich mir auch auf dem Bohrer jetzt hier markiert. Einmal mit Schablone und einmal ohne Schablone. Ja. So als kleinen Hinweis kann man auch machen, wenn man vorsichtig bohrt, dann braucht man auch keinen Abstandshalter dafür. Geht alles, wenn man Zeit hat, ne? So, anschließend noch einen Tropfen Leim rein. Dann wird die Hülse da schon mal verbracht. Wunderbar. So soll es sein. So, genau wie ich es jetzt hier gemacht habe, so mache ich es jetzt komplett entlang der ganzen Außenlinie, also hier rum noch und bis hier hinten in die Ecke rum und hier auch noch lang. Hinten an den Rückwänden, da werde ich es nicht machen, da zeige ich euch dann im Anschluss, wie ich da die Befestigung und Arretierung mache. Im nächsten Schritt geht es darum, dass ich hier die oberen Segmente mit den unteren verbinde. Und das soll auch lösbar sein und es soll auch wieder nur mit der Hand lösbar sein, also kein weiteres Werkzeug. Dazu möchte ich diesen Teil, also dieses Segment, mit diesem Segment auch verbinden, damit die beiden hier nicht auseinanderrutschen. Und ja, wie mache ich das jetzt? Das zeige ich euch jetzt mal anhand dieser Pläne hier unten. So, wie möchte ich denn die beiden Teile oder am Beispiel die beiden Segmente hier miteinander verbinden, ohne Werkzeug zu benutzen? Ganz einfach. Da habe ich eine Idee vom Ben geklaut, und zwar vom Kanal Bens H0-Bahn. Den Kanal verlinke ich euch unten mal. Und zwar habe ich bei ihm in einem seiner tollen Videos entdeckt, dass er mit sogenannten Schnellspannern arbeitet. Da hat er seine Module damals mit verbunden. Und genau, ich sag mal, jeder kennt das ein Stück weit vom Kofferverschluss. Ne, auf einem Segment kommt das hin, auf dem anderen das. Und dann kann ich das hier runterklappen und dann sind die fix miteinander verbunden. So, das sind jetzt noch welche, die kann man nachjustieren und da eine gewisse Spannung drauf zu bringen. Aber wie gesagt, die Idee dahinter, die stammt vom Ben. So, und an der Stelle, wo bringe ich die Dinger jetzt unter? Die oberen Segmente werde ich einmal hier im vorderen Bereich, also hier hinten, also quasi am sichtbaren Teil der Anlage, da werde ich die oberen Segmente mit dem unteren verbinden und die beiden Platten, sage ich mal, die werden an dieser Stelle miteinander verbunden werden, sodass der größte Zug möglichst in der Mitte aufliegt. Ganz in der Mitte geht es halt aufgrund der Anordnung nicht. Aber so, dass es möglichst hier der größte Zug ist. Und auf den oberen Segmenten, naja, die werden hier miteinander verbunden werden. Und zwar mit Flügelschrauben. Das machen wir aber dann im nächsten Schritt. Jetzt bringen wir erstmal die hier an und dann gehen wir an die Flügelschrauben. Tja, hier sehe ich jetzt die beiden Grundplatten und wie finde ich jetzt heraus, wo ich am besten den Spanner festmachen kann, ohne vielleicht in die Gleise da zu geraten. Naja, Kunststück, ne? Dann nimmt man sich halt ein Stück Gleisplan und zwar genau den Abschnitt, in dem es geht, den lege ich mir jetzt mal dahin. Dann weiß ich, wo die Gleise liegen und gut ist. Hier vorne wird es sein, ich habe mir das mal ausgemessen, an der Stelle vom hinteren Teil, von dort bis hierhin, das sind etwa 50 cm. Und die Spanner, die sollen alle so liegen, dass ich nachher im zusammengebauten Zustand immer dran komme. Das heißt, die müssen auch hier noch irgendwie greifbar sein, dass ich auch von unten noch reinkomme. Jo, dann bringen wir den doch jetzt mal an. Gut, damit sind die Spannverschlüsse dann auch alle angebracht
Und jetzt geht es halt darum, dass ich noch die beiden oberen Segmente jetzt hier miteinander verbinde. Und das werde ich dann halt mit Flügelmuttern machen. Ja, also die beiden Segmente hier, die werde ich miteinander verschrauben mit solchen Flügelschrauben. Ich habe vorhin gesagt Flügelmuttern, aber das ist halt falsch. Das Gegenstück ist die Flügelschraube. Und das Gegenstück dazu wird jetzt keine Flügelmutter werden, sondern eine ganz normale Einschraubmutter, die ich dann jetzt hier, also ich bohre jetzt hier mit, das ist eine 4 mm durch. Und auf der anderen Seite erweitere ich ein Stück weit das Loch und setze dann so eine Einschraubmutter da rein. Ja, und dann kann ich von der Seite einfach mit einer Flügelschraube die beiden handfest miteinander verbinden. Dazu werde ich mich aber nur hier vorne bewegen, in dem vorderen Quadranten. Den hinteren, den werde ich nicht verschrauben. Zum einen liegt der schon sehr dicht an, der ist schon sehr auf Spannung. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass wenn ich den später ja mit Hand lösen möchte, dann muss ich das von hier unten machen und dann komme ich jetzt hier noch ganz locker und bequem dran. Das muss ich auch noch ein Stück weit sehen können. Von daher wird es hier und hier eine Flügelmutter geben. Hier könnte ich rein theoretisch noch eine machen. Hier kommt allerdings ein also ein Durchlass rein, damit hier später die Kabel durchführen können. Deshalb werde ich es erstmal nur hier machen, gucke dann, wie stabil es ist. Ich denke, das wird dann nachher ausreichen. So, wie mache ich das jetzt? Also diese Einschraubmutter, die schraube ich erstmal nicht voll ein, sondern ich nehme jetzt halt die Flügelschraube und die passe ich jetzt erstmal von der anderen Seite ein und dann mit Fingerspitzengefühl kriege ich ja mit, wenn die Flügelschraube jetzt hier das Gewinde fasst und wenn sie es gefasst hat, dann schraube ich ein Stück weit die Einschraubmutter ein. So kann ich es halt noch justieren, dass ich sie richtig treffe. Und wenn sie dann gefasst hat, dann schraube ich sie ganz rein. So, die Verschraubungen mit der Flügelmutter sind jetzt auch fertig. Das heißt, die zwei oberen Segmente sind jetzt verschraubt. Dann können wir zum nächsten Thema gehen. Gut, und im nächsten Schritt geht es halt darum, dass ich hier überall Löcher reinmache oder reinfräse, damit ich halt auch später die Kabel verlegen kann. Ich werde jetzt hier überall in den Mittelteilen Löcher machen, damit die Kabel durchgeführt werden können. Auf der Rückseite kommen sie jeweils hier an den Seiten, an den vorderen Stellen. Hier hinten werden Kabelkanal verlegt werden. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Dann machen wir das mal. Das sieht ein bisschen aus hier wie die Schlacht von Waterloo. Ja. Da sind sämtliche Räder abhanden gekommen. So, die sind also auch alle drin. Die ganze Kabelführung bis hinten durch. Alles komplett fertig jetzt. Gut, dann schauen wir uns nochmal das Ergebnis von diesem Bauabschnitt an. Also hier unten sehe ich dann halt das Basissegment, oben ein aufgestecktes Aufbausegment in klassischer Rahmenbauweise. Die Kabeldurchführungen sind schon alle gemacht worden, das Aufbausegment und das Basissegment, die sind über Möbelstifte miteinander verbunden, sodass es nicht verrutschen kann und zusätzlich nochmal mit Spannverschlüssen gesichert. An den Übergängen der Segmente hat eine Verschraubung stattgefunden und zwar hier mit ganz normal Flügelmutterschrauben, die auf der anderen Seite in den Rahmen in ein Gewinde arretiert werden. Ja, der Eingriff hier in diesen Basissegmenten sind 15 cm Durchgriffshöhe. Damit komme ich gut bis hinten hin.
Und hier vorne der Rahmen endet hier, beziehungsweise sieht man, dass hier kein Karree ist. Das hat einfach den Hintergrund, hier wird es später mal den Wendel geben, der hier hoch ist, auf diese Ebene drauf führt. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal rumkommt. Ja, an der Stelle möchte ich nochmal ganz ausdrücklich mich beim Ben bedanken. Vielen Dank für diese tolle Idee mit diesen Spannverschlüssen, denn das hat mir hier unheimlich geholfen, dass ich eben diese Segmente dann gut miteinander verbinden und arretieren kann. War eine tolle Idee. Leute, den Ben verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Schaut doch bitte auch gerne mal bei ihm rein. So, wie geht es jetzt weiter hier mit meinen Segmenten? Klar, das bleibt jetzt nicht so hölzern, wie es ist, sondern auch die Segmente werde ich wieder ein Stück weit jetzt an die Büroumgebung anpassen. Da werden vielleicht noch die ein oder andere Finesse noch eingebaut werden. Und dann geht es langsam Schritt für Schritt weiter mit dem Bau meiner Modellbahn. So, ihr Lieben, das war's wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo hier. Noch das Glöckchen einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.